So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Heute ist ein besonderer Tag. Heute fliegen wir das erste Mal mit Qatar Airways. Nein, natürlich sind wir schon öfter mit Qatar Airways geflogen, aber das erste Mal in der First Class, in der A380. Ihr kennt es ja, bei Qatar Airways gibt es die First Class nur in der A380. Wer weiß wie lange noch. Deswegen müssen wir es mal probieren. Und zwar geht es für uns nach Frankfurt. Genau. Aber dort sind wir nur im Transit, auch komisch. Wir fliegen nach Frankfurt und fliegen international weiter. Auch schon sehr seltsam, oder? Aber schauen wir erst mal, wie es hier im Hamad International Airport abläuft. Die Koffer wurden getragen oder geschoben. Das ist Last destination is not Frankfurt. Perfect. The whole cabin for us. Das ist gut. Das sind doch wunderbare Neuigkeiten. Habt ihr vielleicht gehört? Wir sind die Einzigen in der First Class. Wir sitzen in der zweiten Reihe in der Mitte, aber wir können uns die Sitze aussuchen. Das wird wahrscheinlich ein richtig toller Flug werden. Ja, Dominik sagt schon, oh wow. Es ist die Al-Safa First Class Lounge hier in Doha und die ist mega groß. Ich habe noch keine größere Lounge gesehen. Und es ist halt auch so ein bisschen Kunst hier überall. Also überall ist sowas ausgestellt und da ein riesengroßer Wasserfall, auf den wir jetzt gerade zugehen, der ist ja bekannt. Da ist dieser kleine Wasserfall, der von oben kommt. Und ich frage mich, wie dieses funktioniert. Ziemlich cool ist, wenn man hier mindestens 4 Stunden ist, kann man kostenlos den Schlafbereich da nutzen. Der ist ziemlich privat mit Dusche. Das ist cool. Es gibt einen Jacuzzi hier, es gibt einen Ruhebereich da hinten, ganz viele Massagezimmer. Also das kann man sich extra buchen, ist leider nicht kostenlos, aber der Bereich jetzt hier ist kostenlos. Man kann sich also quasi hier in den Jacuzzi legen. Mach ich mal wieder aus. So. Und wenn man möchte, halt noch ein bisschen schlafen da hinten in den Ruhebereichen. Das bietet die First Class Lounge hier in Doha. Gebordet wird über gleich 3 Brücken. First und Business Class darf oben einsteigen. Ich glaube, wir sind die Letzten. Gucken wir mal. Hello. How are you? I'm good. Thank you so much. Thank you.
Hello. Oh, wow. Thank you. Wir sind drin in der First Class von Qatar Airways in der A380 und es sind insgesamt 8 Sitzplätze hier in einer 1:1 Konfiguration und damit gerade noch Bilder für Instagram. Da könnt ihr sehen, wie wir hier reingekommen sind, wie wir durch die Brücke gelaufen sind in unserer Story. Es ist richtig schön hier drin und besonders toll ist es halt, wie gesagt, dass wir allein sind. Wir können hier machen, was wir wollen. It's Shamli together with me, Maya, and my colleague will be assisting you throughout the flight. May I offer you a welcome drink? Signature lime and me fresh orange to the Crook Champagne 2004. Yes. This is a good one. Yes, I take this one. Thank you. Somebody get from hot or cold towel? For me a cold one because it's warm here. It's really Yes, warm. a very cold towel. Okay, thank you. Thank you. Ja, nachdem es dann geschafft wurde, dass unsere Wand hier runtergeht, weil die war irgendwie gelockt, sitzen wir jetzt hier ganz schön in der Mitte und bekommen einen Welcome Drink in Form eines Champagners, einen Krug Champagne. Krug Champagner ist die Flasche, ich kann es euch sagen, 260 €. Bei Qatar Airways kann man das so handhaben, dass man spontan ein Upgrade bucht oder halt sich ein First-Class-Ticket mal eben so bucht. Deswegen sind wir leider nicht mehr ganz alleine hier in der First-Class-Kabine und müssen wieder aufpassen mit Filmen. Schade, 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 aber ist egal, dafür haben wir trotzdem genug Spaß. So, nun sind wir hier an Bord und hoffentlich genießen wir die Zeit hier, die 6 Stunden bis nach Frankfurt in der First Class von Qatar Airways. Cheers. Also ein bisschen erinnert mich das so an die Lufthansa. Man kann hier nämlich auch die Seitenwände runterfahren und dann hat man einen ganz offenen Bereich. Oder man fährt sie hoch und dann ist sie wieder relativ geschützt vor Blick in andere. Allerdings kann man hier die First Class nicht zumachen. Also es gibt keine verschließbare Tür. My team and I will be taking care of you in this 5 hours and 45 minutes. Sind wir auch hier drin und langsam angekommen, während wir hier gesessen haben, uns unterhalten haben, kam das Amenity Kit. Ist letztendlich ähnlich wie in der Business Class. Wir sind ja schon in der Business Class nach Doha geflogen, nur hier ein bisschen mehr drin. Ein ganzes Paket an Cremes. Oh, was ist das? Oh ja, ein Brillenetui. Jetzt nicht für mich gedacht, ich habe keine Brille dabei, aber immerhin. Und das Übliche halt, ne? Socken, Schlafmaske und Ohrstöpsel. Mehr aber auch nicht irgendwie. Es sieht nur so groß aus. Viel drin ist nicht. Ja, das ist schön. Das fühlt Ja. sich auch gut an. Ja, und neben dem Amenity Kit die Menükarte. Die Menükarte, aber das wussten wir vorher, ist so: Qatar Airways in der First Class hat keinen großen Unterschied zur Business Class, zumindest im Catering. Platzmäßig vielleicht schon, aber das Catering, die Karte liest sich fast genauso identisch wie die Karte in der Business Class von Der Passar jetzt nach Doha. Gibt es irgendwas anderes? Mal gucken, was wir finden. Ja, frühstück ich nicht. Wir sind nicht so die Frühstücker, wir mögen nicht so gern Frühstück, normalerweise eigentlich ganz gern Mittagessen. Und was ist noch so am Platz? Das bekannte Qatar Airways Kissen, das ist ziemlich bequem. Das ist nur das eine. Es gibt da ja noch was anderes, das hier. Das wäre dann eher zum Schlafen gedacht, aber auf dem Tagflug jetzt nach Frankfurt werde ich mit Sicherheit nicht schlafen. Und eine Tüte mit einer Decke drin. Ja, das war's erstmal. Mehr habe ich jetzt hier nicht gefunden, was ich euch vorstellen könnte. Klar, hier sind noch ein paar Compartments mit Wasser drin, hier sind die Kopfhörer drin, aber das zeige ich euch im Laufe des Videos. Volkswagen nach Wolfsburg. Yeah, after that, opposite is outlet. Outlet, yeah, that's Yeah, good. opposite to the factories. So often, yes. Yeah.
That's my hometown. Hamburg, Hilton. Oh, the date? Oh, yes. Yes, please. Oh, thank you. Die Welt ist so klein, Leute. Erzähl mal. Ja, der Herr neben uns, der fliegt jetzt nach Frankfurt, fährt dann nach Hannover, um dort den, wie heißt der, Amir? Ami? Nee, Du meinst den Professor an der INI? Ja. genau, den Professor von der Hirnklinik aus dem Iran dort zu treffen. Und dann fährt er nach Celle, nee, nicht nach Celle, erst nach Wolfsburg ins Outlet, will 300 Kilo Klamotten kaufen. Er sagt, weil es so billig in Deutschland ist, schickt das mit Cargo zurück, weil ich ihn gefragt habe, wie er das zurückkriegt. Und hochinteressant. Also, wir wollen ja gar nicht nach Hannover, aber er möchte es nach Hannover mit seinem Sohn. Und wohl bemerkt, er fliegt nach Deutschland, weil es so billig ist. Attention, all ground staff, this aircraft is now ready for departure. We ask all ground personnel to leave the aircraft immediately. Perfekt. Türen sind zu und los kann es gehen nach Frankfurt. Oh, sorry. Jetzt ein bisschen busy in der Küche. So, wieder zurück. So, es kann losgehen. Türen sind ja geschlossen und die restlichen Mitarbeiter vom Flughafen müssen das Flugzeug verlassen. Und danach werden alle Türen geschlossen. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Tür unten offen und dann kann es losgehen. Die offizielle Flugzeit ist nämlich nur noch 5 Stunden 40 Minuten. Welcome aboard this Qatar Airways flight. Please take steps to demonstrate the safety features of this aircraft. Loosen mouth, adjust the band to secure it, and breathe in. Cabin crew, take your seats for departure. Das habt ihr vorhin vielleicht nicht mitbekommen. Es wird vor dem Start noch gefragt, was wir denn haben möchten nach dem Start, also nach dem Take-Off. Wir haben uns für den Champagner entschieden und die Schale mit warmen Nüssen kommt ganz automatisch, wie immer. Das sind Cashewnüsse, Mandeln und Pistazien. Vorne haben sie einen Spiegel. Und ist das Bad groß? Ja, sehr groß.
Das nenne ich mal einen Waschraum, eine Toilette. Jetzt geht das Licht langsam an. Es gibt zwei, links und rechts neben der Treppe, die oben in das Upper Deck geht, denn die First Class ist im Upper Deck und zusammen mit der Business Class und die Economy ist im Main Deck, also unten. Und es gibt, wie gesagt, zwei Waschräume, links und rechts, ziemlich groß, aber keine Duschen wie zum Beispiel bei Emirates oder Etihad in der First Class. Finde ich aber auch gar nicht so wichtig. Interessant ist eher, dass es alles so ein bisschen geräumiger gehalten wird. Dadurch, dass man keine Dusche drin hat, hat man viel mehr Platz. Man kann hier sitzen, man kann sich die Zähne putzen, wie man möchte. Ich zeige euch mal die andere Seite des Waschraums hier mit Rosen, frischen, richtigen Rosen, die da ausgestellt sind. Tolle Seife und ganz viel Amenities. Hier sind die Cremes, Handcreme, Seife und Gesichtssprüher. Hier sind noch ein paar Amenities drin. Wow. Eine ganze Packung Mundspülung, Kamm, Rasierer, Zahnbürste und Zahncreme. Oh, hier ein Zahnstocher. Ja, das war's. Es gibt links und rechts neben der Treppe, also da, wo auch der Eingang zu den Waschräumen ist, eine kleine Bar mit ganz vielen verschiedenen Chips oder Schokolade, Popcorn und auch kleinen Getränken, Säften und Mineralwasser und auch Zeitschriften. Es ist Zeit für Dominik Motzt. Ja, auch in der First Class, auch bei Qatar Airways. Das heißt ja immer, wir sind absolut begeistert von Qatar Airways und sind wir auch, aber ich muss jetzt echt mal meckern. Der Herr neben mir, als Einleitung, er hat mir vorhin gesagt, er kommt aus der Economy, hat also entsprechend kurzfristig viel Geld locker gemacht, um hier in der First Class zu sitzen. Und ich habe einen Blick auf die Qatar Airways Webseite geworfen, respektive in der App, und da steht ganz klar, ich habe mir einen Screenshot davon gemacht, erleben Sie unser unglaubliches Kaviar-Erlebnis an Bord der First Class. Und ja, da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und der Herr neben mir bestimmt auch. Es ist ein Frühflug, aber Leute, ich komme aus Denpasar, dort haben wir 5 Stunden plus, das heißt, es ist früher Nachmittag zu jetzt. Und nein, sie haben keinen Kaviar-Service. Ja, jetzt kommen wieder die Kommentare so nach dem Motto, kein Kaviar und bla bla bla. Ja, aber Leute, es ist irrelevant, denn es ist ein Hub in Doha, das weiß jeder, auch wenn wir dort in Doha gestartet sind, das tun die wenigsten, vielleicht zur Fußball-Weltmeisterschaft 2020, aber es gibt kein Kaviar. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin ganz schön enttäuscht, Qatar Airways, und ich sitze jetzt das erste Mal in der First Class und ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich lächle jetzt auch gerade nicht. Darf man auch mal sein, wenn man First Class gebucht hat. Der Herr neben mir freut sich wahnsinnig auf Hannover. Da fliegt er nämlich hin und nach Celle. Ja, das war's. Thank you. So, es ist an der Zeit aufzuklären, warum wir jetzt eigentlich hier in der Qatar Airways First Class sitzen. Für uns gab es 2 Möglichkeiten, um hier sitzen zu können. Es gibt nämlich die Möglichkeit, ein Upgrade mit den sogenannten Q-Miles zu buchen. Das sind die Meilen, die Prämienmeilen von Qatar Airways. An diese kommt man eigentlich, wenn man sie nicht erflogen hat, ganz einfach mit der American Express Kreditkarte. Es ist egal, ob ihr die Gold- oder die Platinum-Kreditkarte habt. Ihr sammelt mit beiden oder halt auch mit der ganz normalen, wenn ihr an dem Membership Rewards Points Programm teilgenommen habt, mit jedem Einkauf Punkte. Diese Punkte lassen sich im Verhältnis 5:4
zu verschiedenen Vielfliegerprogrammen, also auch zu British Airways, auch zu Iberia, auch zu Cathay Pacific, also Asia Miles, zu ganz, ganz vielen, auch zu SAS transferieren. Und dann könnt ihr über diese Vielfliegerprogramme entweder Premiumflüge buchen oder halt auch Upgrades. Ihr benötigt für ein Upgrade von der Business Class in die First Class hier nur 30.000 Punkte pro Person. Ist Punkte nicht oder Meilen? Meilen. Meilen. Ja, das Punkte gesagt. Oh, Entschuldigung, ich meine natürlich Meilen. Punkte benötigt ihr, blende ich euch mal ein, aktuell so und so viele Punkte. Und die zweite Möglichkeit ist, ihr wisst ja, wir sammeln relativ viel bei British Airways und Executive Club, sind dort auch Emerald, haben dadurch immer die Möglichkeit, egal ob wir Economy, Business Class oder First Class fliegen, wir können immer in die First Class Lounge gehen, wenn wir mit der One World fliegen. Wenn ihr dort genügend Avios habt, könnt ihr auch einen First Class Flug relativ günstig von Doha nach Frankfurt buchen. Ihr benötigt nicht wirklich viel Avios dafür, um generell einen Premiumflug in dieser Klasse zu buchen. Thank you. Thank you. Ja, die Auswahl ist ja nicht wirklich riesig, haben wir euch ja schon erklärt, an Speisen hier in der First Class. Ist ziemlich ähnlich wie in der Business Class. Wir haben uns heute für das Arabic Breakfast entschieden. Das ist meistens relativ kalorienarm mit ganz viel Gemüse, Käse und ich weiß gar nicht, was das ist. Es ist etwas Warmes. Ich glaube, es ist eine Art Kichererbsen-Eintopf. Das Entertainment-System von Qatar Airways hier in der First Class. Ein riesen Monitor vor uns. Ich muss das da abmalen. Bedienen kann ich ihn zwar auch an dem Monitor selbst. Ist ein berührungsempfindlicher Monitor, aber der ist ja ewig weit weg. Da gibt es hier einen Controller. Dominik ist gerade damit zugange. Er kämpft quasi damit. Das ist nicht ganz so einfach, da durchzusteigen. Ich schalte ihn frei und habe dann diverse Bildschirme hier, also Möglichkeiten zum Auswählen. Filme, Serien, Musik und Spiele. Kann dann hier entsprechend auswählen, was ich sehen möchte. Es sind einige Filme, oh ja, thank you, auf Deutsch verfügbar, also mit deutscher Tonspuren. Darunter aber auch also unter den anderen Filmen auch ganz viele mit englischer Tonspur. Die Auswahl ist relativ groß. Wir haben schon einige gesehen. Ich habe jetzt noch keine gefunden, also keinen Film gefunden, den ich unbedingt sehen muss. Aber ich habe ja auch noch Zeit, mir den einen oder anderen rauszusuchen. Miss Balla Balla, das hört sich ja lustig an. Also ich habe noch kein größeres Bett, also keine größere Liegefläche in einem Flugzeug gesehen. Also ich kann es gar nicht errechnen. Ich werde es euch mal einblenden, wie breit und wie lang dieses Bett ist. Also hast du schon mal ein größeres Bett gesehen? Ja, bei Singapore Airlines in den Suites. Das Doppelbett war deutlich größer, aber auch Das schöner Doppelbett. angerichtet. Und da sieht man mal den kleinen, feinen Unterschied zwischen Singapore Airlines First Class Suite und der Qatar Airways First Class. Schon ein Unterschied. Ich finde, das Bett ist ziemlich groß und ich könnte hier mit Sicherheit gut schlafen, aber ich habe es jetzt eigentlich nur für das Video gemacht, denn schlafen will ich hier gar nicht. Entweder bleibe ich jetzt hier oder ich gehe rüber und gucke aus dem Fenster und schaue da noch meinen Film zu Ende. Es sind immer noch über 4 Stunden bis nach Frankfurt. Dann zeige ich euch gleich nochmal die Lounge, denn in der A380 gibt es bei Qatar Airways eine
Onboard Lounge. Also man kann hier als Business- und als First-Class-Kunde einfach mal nach hinten gehen und dort an der Bar einen Drink nehmen, Kleinigkeit essen, also Fingerfood, was es auch immer gibt, und dort ein bisschen Zeit verbringen. Das ist, wie ich euch schon angekündigt habe, die Onboard Lounge, also die Lounge, die nur im A380 zur Verfügung steht. Nicht nur bei Qatar Airways, auch bei Emirates kennt ihr sie vielleicht oder auch bei Etihad ist sie etwas kleiner. Wesentlich kleiner. Oh, was gibt's denn da für Snacks? Man kann sich ja darüber streiten, welche besser ist, Emirates oder Qatar Airways Onboard Bar, aber ich finde zum Beispiel die von Qatar Airways um einiges besser, weil sie irgendwie auch gemütlicher ist. Es ist mehr rot, es ist bequemer hier zu sitzen, es ist nicht so bling bling, Gold, Wurzelholz, es ist eher so ein bisschen familiär und locker gehalten. Finde ich toll. Ja, also ich mag die auch am allerliebsten von allen Lounges. Es ist kein Tisch hier, man sitzt hier bequem auf beiden Seiten, es ist genug Platz für alle Passagiere, die hier in der Lounge sein wollen, und durch die Kurven und das Schwungvolle, nenne ich es immer, ich bin ja kein Designer, die Anordnung des Ganzen, das macht es sehr locker, und der Raum ist hier riesig, gefühlt riesig, obwohl tatsächlich 1, 2, 3, 4, 9, 10 Menschen hier Platz finden würden. Zum Sitzen wohlgemerkt. Auf den ersten Moment sieht der Sitz gar nicht so innovativ aus. Also er ist mega groß, er hat einen sehr, sehr großen Monitor und die Bedienung durch den Controller ist auch ganz gut. Aber wenn ich es ein bisschen schaue, denke ich mir, könnte ein bisschen innovativer sein. Aber er ist es, finde ich. Wenn man so ein bisschen rumgespielt hat, guckt man sich so hier die ganzen Knöpfe an und dann habe ich hier einen Controller und der ist eigentlich nur für den Sitz da. Mit diesem Controller kann ich alles hier steuern. Das Licht, ich kann den Sitz in sämtliche Positionen einstellen. Nicht nur auf Liegeposition oder als auf Lounge-Position, sondern ich kann alles einzeln hier einstellen. Und ich kann auch die Privacy Divider hier einstellen. Einmal eine ganz große Wand hoch und runter fahren, mache ich jetzt nicht, sonst fällt irgendwas um. Oder halt diese kleine Wand. Ich drücke einfach hier auf die Wand und dann bewege ich ihn. Schon bin ich ein bisschen privater. Okay, es ist jetzt nicht unbedingt so wie die Emirates neue First Class, wo man die Tür komplett zumacht und man ist in seinem eigenen Reich. Das ist nicht bei Katar so, aber ich glaube, das ist auch so gewollt. Der Mitarbeiter in der Lounge sagt uns, dass die First Class gerne von Kataris selbst gebucht wird und das ist meistens eine größere Familie und da möchte man unter sich sein und man möchte gar nicht so privat sein. Deswegen hat man das wahrscheinlich ausgelassen, diese weiter abzugraden, im Gegensatz zur Business Class. Die neue Q-Suite zum Beispiel ist ja mittlerweile sehr privat. Ich muss mich wirklich entscheiden gerade, was mag ich mehr, die First Class oder die Business Class. Ich denke, am Ende werden wir euch nochmal unsere Meinung dazu sagen, aber ich tendiere tatsächlich eher zur Business Class, denn die ist irgendwie gemütlicher, privater und im Vergleich zur First Class günstiger und ich habe eigentlich denselben Service. Nicht ohne Grund sagt man First in Business. Wie sieht es eigentlich mit dem Arbeiten hier aus? Vor mir ist eine große Steckdose, die ist aber relativ weit weg, aber wenn man Kabel hat, kann man hier trotzdem auf diesem Riesentisch arbeiten. Hier rechts ist auch der Kopfhörer, der ist relativ gut verpackt mit relativ viel Plastik, aber auch in einem Ledertäschchen. Und hier sind auch dann die USB-Anschlüsse. Damit kann ich laden, kann mein Handy damit laden und der Kopfhöreranschluss ist ebenfalls da. Qatar Airways hat Over-Ear Noise Cancelling Headphones, also sie sind geräuschreduzierend und ich höre kaum eigentlich was von mir herum. Also ist relativ gut. Kann jetzt mir einen von den vielen Filmen hier aussuchen, das werde ich jetzt auch tun. Das sind immer noch 4 Stunden, 3,5 besser gesagt, bis nach Frankfurt.
gentlemen, welcome to Federal Republic of Germany. We have just landed at Frankfurt International Airport Terminal 1. We are pleased to announce that we have landed ahead of our scheduled arrival. The local time now is 30 minutes past 1 in the afternoon and the outside air temperature is 20 degrees Celsius. To Hanover. We are in Germany, so hopefully there is no delay to you. Hopefully. Bye-bye. Hello. Oh ja, gelandet in Frankfurt. Das ist lustig. Wir schnuppern erstmal ein bisschen deutsche Luft hier und fliegen gleich weiter nach London. Lustig irgendwie. Aber abgesehen davon war es ein richtig cooler Flug in der First Class von Qatar Airways. Aber wie Dominik schon gesagt hat, irgendwie Business Class ist besser als First Class. Es ist nicht ohne Grund. First and Business Class. Die Q-Suite ist besser. Ja, ja. Also wie gesagt, für uns ist dann doch die Q-Suite, also die Business Class von Qatar Airways, die bessere First Class tatsächlich. Wir hatten viel Platz, es war doch ein toller Service, aber das Essen war doch ein bisschen Business Class-like. So, das ist quasi unsere Meinung, unser Resümee. Jetzt müssen wir noch zu Terminal 2, weil wir fliegen ja weiter nach London. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Flight Report. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Warum hast du Arabic Bread und ich nicht? Du sollst nur bestellen als Hauptgang. Class von Katar gerne von Kataris, also ein Bewohnern von Katar. Er sagt,